Grüß dich. Ich freue mich heute mit dir ein paar Gedanken zu teilen über was macht eine Unternehmerin aus. Wir in Mary Kay sind ja alle selbstständig und können unseren Weg für uns selber entscheiden. Und es ist auch vollkommen okay und legitim, wenn du sagst, ich möchte Mary Kay als ein Hobby führen. Ich habe kein Interesse daran, Geld zu verdienen, sondern lediglich selbst meine beste Kundin zu sein und strahlend als die schönste Frau in meiner Straße durch die Welt zu gehen. Mir ist es aber bewusst, dass Mary Kay nicht deshalb dieses Unternehmen gegründet hat. Sie hat dieses Unternehmen gegründet, weil sie uns Frauen viel mehr zugetraut hat. Und zwar sie hat uns zugetraut, dass wir die beste Version von uns selber werden und dass wir andere Frauen helfen können, auch die beste Version von sich selbst zu werden. Und ich habe mir heute einfach mal ein paar Notizen gemacht. Was macht für mich eine Unternehmerin aus? Eine Unternehmerin verliebt sich in ein Produkt, ein Konzept, eine Idee und nimmt die als ihr eigenes an. Das heißt, eine Unternehmerin erkennt sich selbst als die Präsidentin von ihrem Unternehmen, von ihrem Maureen McNally GmbH oder von ihrem Susanne Schmidt GmbH. Und eine Unternehmerin ist stolz auf das, was sie tut, hat auch entsprechende Werbematerialien, Visitenkarten zum Beispiel, um anderen Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, was sie macht. Eine Unternehmerin hat Spaß und Freude an ihrem Geschäft, auch in der Aufbauphase, wo es vielleicht auch für sie ein bisschen stolperig sein kann, und erzählt allen Menschen mit Leichtigkeit und Freude über das, was sie tut. Also sprich, wenn jemand, eine Jungunternehmerin, die gerade mal eine Eisladen zum Beispiel aufgemacht hat. Die hat einen Foodtruck und in ihrem Foodtruck bietet sie leckeres, selbstgemachtes Eis an. Und zwar nur auf Messen, nur Samstag, Sonntag, weil sie in der Woche arbeiten geht. Und diese Unternehmerin wird auf eine Grillparty gefragt, hey du, was machst du denn beruflich? Sie sagt nicht, ich bin in der Wirtschaft und bin Analytiker irgendwo, sondern sie sagt, ja du, ich habe mich gerade als Kleinunternehmerin mit einem Foodtruck für Eis selbstständig gemacht und biete den leckersten Eis an, die es gibt. Also sprich, eine Unternehmerin ist stolz auf das, was sie tut und lässt auch alle Leute darüber wissen. Eine Unternehmerin hat ein Ziel. Und für ihr Ziel stellt sie in Zusammenarbeit mit einem Unternehmensberater, in deinem Fall deine Direktorin, einen Plan auf. Einfach einen Plan, wie kann ich mein Ziel am allerbesten erreichen. Und zwar, sie hat ein kurzfristiges Ziel, die nächsten 6 Wochen, ein mittelfristiges Ziel, die nächsten 3 Monate und ein langfristiges Ziel, das nächste Jahr und ein übergeordnetes Ziel die nächsten 5 Jahre. Und ich bin mir sicher, deine Direktorin ist auch Unternehmerin und hilft dir wahnsinnig gerne dabei, deinen Plan aufzustellen. Eine Unternehmerin gibt ihr Plan auch Zeit, um Wurzel zu schlagen, und sie bleibt sich und ihr Plan treu. Denn sie nimmt ihren Plan als ihr roter Faden. Wenn sie aber innerhalb von 6 oder 8 Wochen merkt, mein Plan, der schlägt überhaupt keine Wurzel, dann ist sie auch bereit, in Verbindung mit ihrem Berater auch nochmal ihren Plan abzuändern. Also eine Unternehmerin ist flexibel, sie ist fluid und sie weiß, dass alle Ziele, die wir haben, lebendig sind. Eine Unternehmerin nutzt alle Möglichkeiten, die ihr geboten werden. Und wenn ihr keine Möglichkeiten geboten werden, findet sie selber. Das bedeutet, eine Unternehmerin würde innerhalb Mary Kay als Beispiel immer an den Zoom- und Präsenzmeetings von ihrer Unit teilnehmen. Und wäre nicht nur präsent, sondern wäre immer die Erste, die da ist, und würde immer vorne sitzen, weil das ist ein Merkmal, wie Mary Kay uns in den Händen gelegt hat. Eine Unternehmerin würde Link und Learn durchgearbeitet haben. Alle fast 80 Module, an die wir teilnehmen können, würde eine Unternehmerin abgearbeitet haben. Eine Unternehmerin würde zurzeit zum Erfolgstraining 1 und 2 einfach online gehen. Also eine Unternehmerin nutzt die Möglichkeiten, die ihr geboten werden, auch von Coaching-Gespräche mit ihrer Direktorin oder ihrer Mentorin und für Weiterbildung, und eine Unternehmerin denkt in Wachstum.
Das heißt, eine Unternehmerin fragt sich, was kann ich tun, damit ich diese Woche erfolgreicher bin als letzte Woche? Und was bedeutet Erfolg? Erfolg ist ein Zahlen, Daten, Fakten Angelegenheit. Erfolg bedeutet, ich habe höhere Zahlen, mehr Daten und die Fakten sprechen für sich. Sprich, jede Woche berate ich das Minimum, was ich mir vorgestellt habe, zum Beispiel von 6 Frauen. Das ist das Minimum, was ich tue. Aber stell dir mal vor, eine Unternehmerin mit ihrer Eisdiele, würde sie tatsächlich nur 6 Menschen Eis verkaufen wollen? Das glaube ich nicht. Sie würde die Zeit, die sie zur Verfügung hat, am sinnvollsten und am zeiteffektivsten nutzen. Zum Beispiel mit Online-Partys oder Beratungen. Oder aber auch Präsenzberatungen und Partys, wo du einfach an einem Tag 2, 3, 4 Termine hältst. Stell dir mal vor, das machst du als Jungunternehmerin jeden Samstag, jeden Sonntag, einfach mal ein halbes Jahr lang. Dann sind die Wurzeln geschlagen, oder? Dann hast du die Grundlage geschaffen für deinen Meisterbrief, für deine Zukunft, für dich und für deine Familie. Und ich kann dir sagen, es rentiert sich auf jeden Fall, seltener im Kino zu gehen, der letzte Gast zu sein, der beim Grillparty auftaucht, wenn du in der Zwischenzeit viele Partys und Infos hältst. Eine Unternehmerin ist stets arrangiert und sie tut. Denn in diese 3 kleine Buchstaben liegt der extreme Erfolg. Einfach tun. Tu etwas mehr, als was du denkst, was notwendig ist, und schon wirst du Sprünge machen. Geh immer die extra Meile. Eine Unternehmerin weiß das ohne Vorführware, also sprich ohne ihre Eis, ohne diese kleine Eislöffelchen, bei der jemand mal ihr Eis probieren kann, wird auch eine Eisfoodtruck nicht auf Dauer erfolgreich sein. Und so ist es auch bei uns. Eine Unternehmerin innerhalb von Mary Kay hat ihre eigene Vorführware. Sie überlegt sich ganz einfach, was für Themenpartys möchte ich halten und welche Produkte werde ich da vorstellen. Und hier gilt auch, frage einfach mal deine Direktorin oder deine Teamleaderin nach Ideen. Und wenn du Wellness-Partys halten möchtest, dann ist es oberwichtig, dass du die Produkte denn dafür hast. Logisch, oder? Denn wenn du Körperpflege nicht zeigst, dann wirst du auch keine Körperpflege verkaufen. Und nur wenn du Düfte hast, wirst du Düfte verkaufen. Nur wenn du Foundation Originale hast, wirst du auch Foundation Originale verkaufen. Es macht komplett Sinn und trotz alledem vergessen wir das manchmal und glauben einfach, wir können unser Lookbook versenden oder auf den Tisch legen und die Frauen suchen sich einfach aus dem Lookbook Sachen raus. Weil eine Unternehmerin hat Vorführprodukte und diese ändert sie auch, je nachdem, was in der Saison gerade neu ist, denn auch wir als ganz normale Frauen, wir wollen auch nicht im Schuhladen gehen und immer dieselben grauen, schwarzen Schuhe sehen. Oder manchmal brauchen wir gelbe Sandalen, manchmal brauchen wir rote Pumps. Und so geht es ja auch unsere Kunden. Also wenn du Unternehmerin sein möchtest und langfristig Kundenbindung haben möchtest, ist es wichtig, dass du mehrere Partys anbietest und dass du dafür die notwendige Vorführartikel hast. Und da kommen wir ja zu dem richtigen unternehmerischen Gedankengut, nämlich Verkaufsware haben, damit die Menschen, die du berätst, sofort die Produkte mitnehmen können und sofort die schönste Frauen in ihrer Straße werden können. Hier gilt das auch. Wenn du jede Woche das Minimum hältst von einer Party und 2 Beratungen, hast du immer ein laufendes Geschäft. Und dann brauchst du ganz einfach für jede Woche 5 Wundersets, weil die wirst du schon verkaufen, Minimum. Und möchtest du mehr Geld verdienen und mehr Partys haben, dann brauchst du einfach mehr Verkaufsware, damit du auch mehr Profit erzielen kannst. Also eine Unternehmerin denkt nicht nur, ich investiere meine Zeit, sondern ich investiere meine Zeit mit Liebe, mit Zuversicht, mit Leichtigkeit und mit Beständigkeit und daraus erziele ich ja auch einen Einkommen. Und eine Unternehmerin sieht zu, dass sie Mini-Unternehmerinnen aufbaut. Das sind deine Teammitglieder. Also das sind meine Grundgedanken zu, was macht eine Unternehmerin in Mary Kay aus. Und dir wünsche ich viel, viel Spaß während deine persönliche Verwandlung von
Hobby Consultant zu Mary Kay Unternehmerin. Lass es dir gut gehen.